Die Universal Parks and Resorts Gruppe gehört zu den größten und bekanntesten Freizeitparkgruppen, welche es weltweit gibt. Mit Themenparks in Orlando, Hollywood, Singapur, Osaka und bald auch Peking hat die Gruppe innerhalb von Nordamerika und Asien stark expandiert. Nur in Europa finden wir heute keine Universal Studios, obwohl deren größter Konkurrent Disney bereits 2 Parks in der Nähe von Paris betreibt. Allerdings wollte eigentlich auch Universal einen eigenen Themenpark im Zentrum von Europa bauen, Universal Studios Hollywoodland in Deutschland. Willkommen zu der Geschichte und den Attraktionen von Universal Studios Germany, welche wir uns heute zusammen mit Jan von Kirmes Entertainment genau anschauen. So sieht's aus. In diesem Video schauen wir uns einmal an, was genau es mit diesem Megaprojekt auf sich hatte und wieso es letztendlich nie realisiert wurde und wir so heute nicht die Möglichkeit haben, hautnah in die Welt von Jurassic Park, King Kong und Zurück in die Zukunft einzutauchen. 1992. Das Euro Disneyland eröffnet in Paris nach dem Vorbild der Parks in Florida, Anaheim und Tokio. Trotz zunächst fortlaufender Probleme des europäischen Disneylands, welches Unmengen an Expansionsprojekten des Konzerns abänderte und stoppte, erweiterten viele andere amerikanische Unternehmen wie Paramount, Six Flags und Time Warner nach Europa. Gesamte Resorts standen im Vordergrund. Doch bevor Universal den Standort in Deutschland ins Auge fasste, erwarb der Konzern bereits von der Tussauds-Gruppe den Freizeitpark PortAventura in Salou in Spanien. Der Konzern erweiterte das Resort unter anderem um einen Wasserpark und mehrere Hotels. In der nordrhein-westfälischen Stadt Krefeld, in der Nähe von Duisburg und Düsseldorf, sollten die Universal Studios Germany gebaut werden. Der Standort befindet sich nur ca. 30 Minuten entfernt von der Warner Bros. Movie World in Bottrop, dem heutigen Moviepark Germany. Geplant gewesen war ein 30 Hektar großer Themenpark, dessen Eröffnung für kurz vor der Fußball-Weltmeisterschaft im Jahr 2006 angesetzt war. Schon 2005 sollten 2 Hotels mit inkludierten Konferenzzentren, eine Entertainment Zone sowie eine Wasserwelt im Resort eröffnet werden. Somit hätte das Resort schon lange vor der Eröffnung von Universals Volcano Bay in Orlando den ersten von Grund auf neu gebauten Wasserpark der Universal-Gruppe eröffnet. Zunächst geplant und erhofft war ein Besucheraufkommen von 3,5 Millionen Personen pro Jahr und ein Jahresumsatz von 300 Millionen Euro. Zudem sollten über 3.500 neue Arbeitsplätze geschaffen werden. Der Park soll beim Werksgelände von Krupp Thyssen-Nerosta in der Nähe der Autobahn südlich von Krefeld entstehen. Damals war bereits eine Tafel an der Straße montiert mit der Aufschrift Universal Studios Germany. Der geplante Baubeginn des 86 Hektar großen Geländes war zunächst auf 2002 betitelt, mit einer geplanten Eröffnung im Jahr 2006 planmäßig zur Fußball-Weltmeisterschaft. Von dem Gelände sollten 45 Hektar neben einer Wasserfläche auch den Service- und Versorgungsbereich beinhalten, während vorgelagert vor dem Freizeitpark sich der 8 Hektar große Citywalk befunden hätte. Insgesamt 13 Hektar hätten die 2 Hotels, der Wasserpark und ein Konferenzzentrum benötigt. Die restlichen 20 Hektar wären für die Verkehrswege und Parkhäuser wie auch einer unterirdischen Bahnhaltestelle und Straßenbahnhaltestelle genutzt worden. Kommen wir nun zu den damals geplanten Attraktionen des Parks. Direkt hinter einem Universal-typischen Vorplatz war eine große Studios-Halle im Stil einer Soundstage geplant gewesen, ein Cinewalk, der wohl vermutlich ähnlich wie das Studio One im Walt Disney Studios Park in Paris aufgebaut worden wäre. Im Zentrum des Parks sollte ein großer See liegen, genauso wie in Universals Islands of Adventure in Orlando, mit viel Platz für verschiedenste Showmöglichkeiten wie Feuerwerks-, Wasser- oder Stuntshows. Der erste richtige Themenbereich vom Haupteingang aus gesehen wäre das Televisionland gewesen. Hier war eine Wild West Stuntshow, eine Attraktion namens SeaQuest Adventure mit einer Gestaltung basierend auf der gleichnamigen Serie von Steven Spielberg sowie eine große Holzachterbahn mit einer Herkules-Gestaltung geplant. Wenn man dem Weg um die große Lagune folgt, kommt man im hinteren Parkteil zum nächsten Themenbereich Movieland. Das ist der größte Themenbereich von Universal Studios Germany und beheimatet viele Attraktionen zu verschiedenen Filmen. Wir beginnen zunächst mit dem Jurassic Park Themenbereich. Es hätte zunächst eine Wasserbahn gegeben, welche zu der Filmreihe thematisiert wird in Form von einem Rafting.
Dadurch hätte es sich deutlich von den 3 originellen Jurassic Park River Adventure Wasserbahnen abgehoben, welche sich in Orlando, Japan und Hollywood befinden, wo es sich um eine normale Wasserbahn handelt. Bei dieser Wasserbahn würde man mit Rundbooten durch einen reißenden Fluss mit Strom schnell fahren, vorbei an sehr vielen verschiedenen Animatronics von Dinosauriern. Diese Anlage erinnert auf jeden Fall sehr stark an die, welche auch in Universal Studios Singapur gebaut wurde, wobei es sich ebenfalls um ein Raffling handelt. Allerdings ist laut dem Plan die Anlage in Deutschland komplett Outdoor und beheimatet kein Indoor-Part. In dem Jurassic Park Bereich gibt es außerdem eine weitere Attraktion mit dem Namen Feeding Time, wobei es sich um ein standardmäßiges Kettenkarussell handelt neben einem großen T-Rex, und des Weiteren gibt es noch einen größeren Dinosaurier an der Lagune, welcher dort gerade trinkt. Die Station von dem Jurassic Park Rapids ist in Form des Discovery Centers gestaltet, welches es ebenfalls in Islands of Adventure in Orlando gibt. Bewegen wir uns weiter im Uhrzeigersinn um die Lagune herum, kommen wir zunächst zu Monster Mash, wobei es sich um eine Stage-Show von Universal Monsters handelt. Direkt daneben befindet sich ein Straßenzug mit sehr vielen verschiedenen Gebäuden und ebenfalls das Aushängeschild des Parks King Kong Tower. Dabei handelt es sich um ein Indoor Freefall Tower Dark Ride, ähnlich zum The Twilight Zone Tower of Terror, wie man ihn in verschiedenen Disney Parks vorfinden kann. Und dieser ist in Form des Empire State Buildings gebaut worden, an welchem sich oben eine King Kong Statue festhält. Und der Ride in diesem riesigen Gebäude ist von überall sichtbar und das Markenzeichen von Universal Studios Hollywoodland. Begeben wir uns auf unserem Weg um den Park noch etwas weiter, kommen wir zu Apollo 13 Moonshot. Leider gibt es keine Informationen über diese Attraktion, aber es könnte sich um eine Indoor-Achterbahn handeln, welche den Flug zum Mond widerspiegelt. Des Weiteren gibt es im Movieland noch Twister Ride It Out, wobei es sich um eine Special Effect Show handelt und ebenfalls eine Attraktion, welche zur Hanna-Barbera thematisiert wird und ebenfalls ein Shaw's Boardwalk-Bereich, also thematisiert zum Weißen Hai mit mehreren verschiedenen Attraktionen, unter anderem kleinere Flatrides. Abschließend gibt es in dem Bereich noch eine Achterbahn thematisiert zu Zurück in die Zukunft. In den Universal Studios Orlando gab es einen Simulator zu Back to the Future, welcher zu Simpsons umthematisiert wurde. Allerdings war früher auch dort geplant, eine Achterbahn zu Zurück in die Zukunft zu bauen. Zusätzlich zu der Achterbahn gibt es in Universal Studios Germany einen Bereich, thematisiert zu der Stadt aus dem Jahr 2015 vom zweiten Teil von Back to the Future. Anhand der Artworks ist es nicht genau erkennbar, um was für eine Achterbahn es sich handelt. Es könnte aber ein Launch Coaster sein, möglicherweise von B&M, der sehr hohe Ähnlichkeiten zu dem Incredible Hulk in Islands of Adventure aufweist, wobei es sich um einen Sitting Coaster von Bolliger Mobile handelt, mit einem Reibrad-Katapultstart und mehreren Inversionen. Die Besonderheit ist hier, dass die Achterbahn einmal um das Empire State Building führt und die Fahrt führt einmal direkt durch die Hand von King Kong, welcher probiert, den Zug zu greifen. Neben dem Television und dem Movieland war auch ein dritter Themenbereich, das Cartoonland, geplant, mit Kinder- bzw. Familienattraktionen gestaltet zu verschiedenen Kinderserien und Filmen. So auch ein Omnimover Dark Ride namens Spooky Adventures basierend auf der Casper-Filmreihe, ein E.T. Walkthrough in einem futuristischen Gewächshaus, ein Babe and Friends Streichelzoo, eine Animal Actor Stage oder auch der Bedrock Bomber, ein Junior Coaster mit Feuersteinsgestaltung. Zudem war auch eine Attraktion namens Cruisin' USA geplant, bei der die Mitfahrer ähnlich wie bei der Silverstone-Piste im Europapark selbst ein Fahrzeug steuern können. ThyssenKrupp wollte das ungenutzte Betriebsgelände bereits länger verkaufen. Während MGM in den 90er Jahren im Gespräch war, allerdings ohne Erfolg, stieg Universal ein. Seit 1998 war auch Wilfried Hampe am Projekt beteiligt, der bereits unter anderem an Terminator 2 3D in den Universal Studios Florida mitgearbeitet hatte. Der Freizeitparkmarkt in Nordamerika expandierte Ende des 20. Jahrhunderts kaum, weshalb Disney bereits mehr in Asien expandierte. Das Tokyo Disney Resort hatte bereits seit über 10 Jahren eröffnet und das Shanghai Disneyland war zu dem Zeitpunkt ebenfalls bereits in Planung. Während Universal seinen ersten internationalen Freizeitpark im Jahr 2001 in Japan eröffnete, war auch Europa weiterhin im Mittelpunkt. Universal Studios Hollywoodland wurde 2001 angekündigt mit einem Investitionsvolumen von 850 Millionen Euro. Zu Beginn gab es Hürden seitens der Krefelder Kommunalpolitik und wegen des Tourismuseinbruchs nach 9/11 wechselten die Geldgeber.
Das Projekt wurde dennoch weiter verfolgt. Im Frühjahr 2002 wurden die Masterpläne des Projekts öffentlich, welche noch von Landmark aus dem Stand von 1999 stammten und unter Charles Chancellor entstanden, der auch die Planung von Islands of Adventure geleitet hatte. Allerdings waren manche Attraktionen noch nicht final in den bestehenden Artworks. Bei dem ganzen Park sollte es sich um eine Mischung aus einem normalen Filmpark wie die Universal Studios und einem Park wie Islands of Adventure handeln. Im Jahr 2002 noch sah Wilfried Hampe die Chancen für die Umsetzung des Parks bei fast 100%. Und das trotz einer Menge Gegenstimmen. Das Megaprojekt wurde anfangs von Krefeld sehr skeptisch aufgenommen und ein normales Gewerbegebiet wurde gefordert. Da das Resort für Universal üblich einen Citywalk mit einer Größe von 10.000 Quadratmetern erhalten sollte, der gewöhnlich viele Geschäfte und Essmöglichkeiten beinhaltet, wurde das Ganze als zu starke Konkurrenz zum Zentro Oberhausen und ebenfalls der Innenstädten der umliegenden Städte gesehen. Seitens der Gegner wurde das Resort eher als Kirmes dahingestellt und nicht als Weltklasse-Themenpark, was es geworden wäre. Genauso der Citywalk. Die hohe Qualität der anderen Parks und des Unternehmens wurde nicht berücksichtigt und der Park wurde mit Warner Bros. Movie World verglichen, welcher hinter den Erwartungen zurückblieb. Nichtsdestotrotz sprachen sich auch viele Parteien für das Projekt aus, vor allem im Industrie-, Gastronomie- und Übernachtungssektor. Hauptsächlich der Einzelhandel war stark als Gegner präsent. Schlussendlich wurden seitens der Regierung 12 Rahmenbedingungen erstellt, welchen für den Bau des Resorts zugestimmt werden musste. Dazu gehörte auch unter anderem, dass es keine finanzielle Unterstützung seitens Krefeld geben würde. Die Gegenstimmen zum Citywalk konnten teilweise beigelegt werden. Seitens der Stadt wurde das Projekt bewilligt und seitens Düsseldorf konnte der Flächennutzungsplan und Bebauungsplan angepasst werden. Obwohl das Projekt von der Stadt das grüne Licht erhielt, wollte zunächst die französische Vivendi Universal Gruppe keine Entscheidung treffen und kurz danach wechselte der Medienkonzern Universal vom französischen Vivendi an General Electric, dessen Leitungsstab mit einer Entscheidung auf sich warten ließ. Die deutsche Planungsgesellschaft stellte ein Ultimatum auf Mitte Februar 2004. Obwohl das Projekt schon über 2 Jahre im Verzug war, ließ Universal die Deadline unkommentiert verstreichen. Das Problem war bei Universal selber vorzufinden, da der Konzern sich gerade stark umorientierte. Der Einfluss des französischen Vivendi-Konzerns wurde weniger und an dessen Stelle trat der amerikanische TV-Sender NBC. Deshalb war Universal zu dem Zeitpunkt nicht in der Lage, den Bau eines neuen Freizeitparks zu bewilligen. 3 Monate nach der Deadline, im Mai 2004, änderte die Stadt Krefeld den Bebauungsplan der Fläche, wo das Resort entstehen sollte. Dorthin sollte nun stattdessen das bereits in der Nähe ansässige Industriegebiet erweitert werden, was das Ende des Freizeitparks bedeutet hat. Bei zukünftigen internationalen Projekten fungierte Universal lieber nur als Lizenzgeber mit ausländischen Investoren und stieg ebenfalls aus Universals PortAventura aus. Abseits von Universal zogen sich zu dem Zeitpunkt noch viele andere in Amerika ansässige Freizeitparkgruppen aus der Branche in Europa zurück, wie zum Beispiel Six Flags und Warner. Das war die Geschichte des ehemals geplanten Freizeitparks Universal Studios Hollywoodland in Deutschland. Vielen Dank an Sean von Kirmes Entertainment, der mich bei diesem Video unterstützt hat, und schaut auf jeden Fall gerne auf seinem Kanal vorbei. Ich hoffe, euch hat der Einblick in die Geschichte und die Attraktion gefallen. Wenn es so ist, könnt ihr gerne den Kanal abonnieren, dann werdet ihr keines der zukünftigen Videos verpassen und dann sehen wir uns bald wieder. Ciao.